Wer bist du? Mein Name ist Tamara Rettenmund, geboren in irgendeinem Käseloch in der Schweiz, und mein Berufswunsch war weg. Und ich bin weiblich, cis, weiß und lebe seit vielen Jahren mit einer Behinderung. Ich arbeite im Moment für 2 Tanzkompanien, einmal Unusual Symptoms in Bremen und einmal in Leipzig Forward Dance Company, habe aber auch noch seit 2020 ein Künstlerkollektiv und wir heißen Tilt. Was ist deine Verbindung zu Making a Difference? 2018 habe ich über das Programm Making a Difference ein Work-in-Progress-Stück entwickelt und zeigen können. Und 2019 wurde aus diesem Showing dann eben ein Stück, das ich in den Sophiensälen und auch anderen Orten gezeigt habe. Und der Name von diesem Stück ist Quest. Ich glaube, das waren damals tatsächlich luxuriöse 6 Monate, um etwas zu entwickeln. 2015 hatte ich einen ganz heftigen Verkehrsunfall und dachte, ich kann meine Profession als Tänzerin an den Nagel hängen. Und habe dann gedacht, okay, ich zeichne, das kann ich auch ein bisschen, und bin immer trauriger geworden, habe aber immer parallel dazu Workshops besucht. Woran hast du während deiner Residenz und Koproduktion gearbeitet? Ich habe auch noch ein zweites Künstlerkollektiv, Kornblum Rettenmund, mit Amelie Hensel, und dann haben wir ein Stück entwickelt über all diese Erlebnisse, die ich durch diesen Unfall gehabt habe, weil ich habe dann auch ganz viele so Arzt- und OP-Berichte bekommen und habe darin auch so viel Poesie entdeckt, weil da wird ja bei einer OP wird wirklich sekündlich beschrieben, wo und wie tief und wie lang und mit was dieser Schnitt oder dieser Schnitt gemacht wird, und das fand ich total bühnenreif. Also habe ich davon ein Stück gemacht, eben im Rahmen von Making a Difference, und dann haben wir das in einem Showing gezeigt und dann eben nochmal weiterentwickelt, und daraus ist dann Quest entstanden, wo dann viele von diesen Elementen eben auf die Bühne gebracht werden. Woran arbeitest du gerade? Was interessiert dich künstlerisch? Mich interessiert sehr, wie man eben durch Hilfsmittel noch mehr Bewegung erlangen kann. Und jetzt arbeite ich mit Thyre, die eben auch eine Programmiererin ist, an einem Stück, und da geht es dann darum, um Zerbrechen und gleichzeitig aber auch um irgendwie Einschränkung und Behinderung und ja, was passiert, wenn Menschen fallen oder brechen. Und das ist, woran wir gerade arbeiten. Und Thyre ist auch Porzellankünstlerin. Das heißt, im Juli werde ich in so einem Panzer stecken, also innen halt ganz weich und gepolstert und außenrum lauter Porzellanscherben, die dann eben brechen. Also sie brechen am Objekt, am Panzer, und ich falle immer wieder, stehe immer wieder auf, falle, stehe auf, falle, stehe auf. Und im Moment arbeite ich auch mit ganz starken Gummibändern. Und das ist halt total toll, weil wenn man dann nach vorne fällt, dann wird man irgendwann wie so aufgehalten. Und dann gibt es diesen Rebound, wie heißt es auf Deutsch? Also man fällt, das Gummiband wird gezogen und dann gibt es wie so eine Rückwärtsbewegung. Und das erforsche ich gerade, wie irgendwie eben dieses
ziehen und zurückfedern, wie das im Tanz eben auch funktioniert. Was wünschst du dir als Künstlerin mit Behinderung für die Zukunft? Ich wünsche, dass die Welt weniger heteronormativ ist. Ich wünsche, dass die Welt mehr alle möglichen Fähigkeiten, körperliche, geistige, umarmt.